Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euer Specialized Creo auf insgesamt 6 digitale Knöpfe aufrüsten könnt, um damit auch die Unterstützungsstufen am Di2-Schalthebel zu wählen, dann schaut jetzt hier rein. Ihr habt eine wunderbare digitale Schaltung am Rad, zum Beispiel eine Di2 in diesem Fall, 0 Tegra, aber ihr könnt noch nicht mal an eurem Creo die Unterstützungsstufen ändern. Das werden wir jetzt auch ändern, und zwar müsst ihr bisher immer hier auf den Remote-Knopf oder auf den Power-Assist-Knopf drücken, um die Unterstützungsstufen zu ändern. Und dafür werden wir jetzt einfach diesen linken, totliegenden Bremsgriff und Schaltgriff von der Di2 nutzen, denn der hat ja hier an diesem Rad keine Funktion, da wir kein doppeltes Kettenblatt haben. Und von daher nehmen wir hier oben jetzt diese Steuereinheit einfach ab. Die verbindet den unteren Schalter mit der gesamten Remote der Shimano. Und das ganze Ding hat 2 Kabel. Das rechte Kabel ist wichtig, das linke werden wir abschneiden. Wichtig der Hinweis, alles was ihr jetzt hier seht und was ihr tun werdet, macht ihr auf eigene Verantwortung und vor allem werdet ihr im Zweifel die Herstellergarantie verlieren. Wir benutzen einen Higo-Stecker. Den findet ihr bei einem alten Levo, den findet ihr bei eBay, Amazon und Konsorten. Wichtig ist, dass dieser Higo-Stecker 6-polig ist. Der wird auch Juliet-Stecker genannt, also Juliet geschrieben. Und der hat 6 Kabel drin. Die können natürlich unterschiedliche Farben haben. Ich zeige euch gleich ein Diagramm, wie ihr das messen könnt, was ihr braucht. Denn das wird unterschiedlich sein. Bei mir ist es so, wir brauchen einmal die Steuerleitung. Das ist in dem Fall die lilane. Wir brauchen einmal die Plusansteuerung, einmal die Minus, also 3 Stück, und die werden wir dann hier oben anlöten. Wir haben das Kabel dann abgeschnitten. Nochmal der Hinweis, nur das linke Kabel, an dem rechten Kabel machen wir nichts. Dann nehmen wir die TCU hier raus, so nennt sich das bei Specialized. Da ist dann ein Kabel unbenutzt, unbelegt, weil wir ja keine Remote serienmäßig dran haben, und auch hier finden wir logischerweise den Higo-Stecker wieder mit 6 Pins. Platz haben wir im Creo genügend. Wir können hier unten einfach die Kappe aufschrauben, können unser Kabel durchstecken. Da ist genügend Platz, das kommt dann oben wieder wunderbar zum Vorschein. Stecker nach vorne, Kabelende zeigt zum Lenker, kommt dann hier raus und wird nachher angesteckt. Das Kabel, das können wir hier durch die Führung einfach durchfädeln. Wir brauchen nichts zu bohren oder zu dremeln, das passt also wunderbar dadurch. Und dann gucken wir von der Länge mal, wie weit wir da nach vorne müssen, also grob abmessen das Ganze. Und ich habe bei mir die Außenisolierung hier mal weiter gelöst, denn ich möchte nachher unterm Lenkerband hier kein dickes Kabel liegen haben. Und da wir ja eh nur 3 Kabel davon brauchen, sind nachher sogar noch weitere 3 weg. Messen könnt ihr das Ganze mit dem Multimeter und der Diodensteuerung. Ground in der Mitte, das ist der Impuls, wenn der mit Plus, mit dem Gelben verbunden wird, dann schaltet das Rad hoch, und wenn das Plus oder Ground mit dem Lilanen verbindet, dann schaltet die Remote runter. Also ihr seht, hier kommen 3 Kabel raus in dieser Farbe. Das geht zur TCU nach oben. Da haben wir dann die 6 Pins anliegen, in der Mitte Ground. Und dann gehen wir hin und verbinden den gelben mit dem oberen Pin, den lilanen mit dem oben links und den grauen mit der Mitte, das ist dann Ground. Die Kabel, wenn ihr euch die bestellt oder wenn ihr die habt, die können unterschiedliche Farben haben. Deswegen müsst ihr das Ganze dann nochmal durchmessen mit dem Ohmmeter, also einfach da dran halten. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir das Kabel hier vorne durchkriegen. Das geht, wenn man den Kugelschreiber unter die Tülle steckt, kommt man da ganz gut durch und sieht dann hier das schwarze Steuerkabel unten von dem Taster. Das ist also hier das linke. Überlegt nochmal gut, ob ihr das machen wollt. Nochmal der Hinweis, alles auf eigene Gefahr. Und ihr schneidet nur das linke, und zwar direkt hier oben an der Kappe ab. Das Kabel, das können wir dann nach unten rausziehen. Das guckt ihr hier oben jetzt noch raus. Da geht man mit einem dünnen Schraubenzieher hin, zieht sich das hier einmal raus, und dann kann man da auch hingehen, kann das abisolieren und kann dann dementsprechend weiterarbeiten. Die Werkzeuge, wie diese Knipex-Zange oder auch nachher den Lötkolben, die verlinke ich euch unten nochmal, damit ihr da gleich das passende Werkzeug habt. Wir isolieren ganz kleine Stückchen, da reichen so 3-4 mm. Die isolieren wir an jedem Kabel ab, machen das schön gerade, und dann setzen wir auf jedes Kabel einen Schrumpfschlauch, der dient nachher der Isolierung.
Wichtig, bitte wirklich dran denken. Jedem von uns ist es schon passiert, wir löten nachher die Kabel zusammen und am Ende stellen wir fest, Schrumpfschlauch vergessen. Also vorher draufstecken, ganz nach unten tüddeln und dann gucken wir mal, welches Kabel hier was macht. Das könnt ihr messen, indem ihr halt dann ein Ende des Messinstruments, wenn wir hier unten auf Diodenmessung oder oben stellen, an ein Kabel machen, rot, grün, blau, was auch immer, und dann hier oben die Pins durchgehen. Und dann müsst ihr, wie gesagt, die Mitte finden für Ground, den oberen für Plus und oben links den für Minus. Bei mir ist das weiß ist Ground, mit grün geht die Unterstützung runter und weiß mit gelb geht die Unterstützung hoch. Wir nehmen einen Lötkolben, da habe ich hier einen von Tremel, das ist so ein Gaslötkolben, den kann man mobil sehr, sehr gut einsetzen. Setzen an jedes Kabelende einen kurzen Lötpunkt, wirklich nicht zu viel Lötzinn und auch nicht zu lang dran halten, sonst verbrennt euch der Kram. An jedes dran, dann verbindet ihr das genauso, nicht zu lange, kurz dran gehen, Draht heiß werden lassen und das Ganze verbinden. So, wenn wir das dann haben wir unsere 3 Steuerleitungen und wenn wir die dann fertig haben, schieben wir den Schrumpfschlauch nach vorne, machen den heiß, damit er das Ganze eng umschließt und schon können wir über den Di2-Hebel hier ganz normal die Remote hoch und runter schalten. Werkzeuge und Sachen, hatte ich schon erwähnt, sind unten verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Channel, lasst ein Like da und bis demnächst.